Die meisten Menschen glauben, dass Investieren nur etwas für reiche Menschen ist. Vielleicht denkst du das auch. Vielleicht glaubst du, dass man erst viel Geld braucht, bevor man überhaupt anfangen kann. Genau dieser Gedanke hält viele Menschen jahrelang zurück. Sie warten auf den perfekten Moment, auf ein höheres Einkommen oder auf den Monat, in dem endlich genug übrig bleibt. Aber dieser Moment kommt oft nie. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, warum Sparen allein dich nicht reich macht. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Es geht darum, wie du schon mit 50 € anfangen kannst zu investieren. Die wichtigste Wahrheit ist einfach, du musst nicht groß anfangen. Du musst nur anfangen. Finanzieller Fortschritt beginnt selten mit einer großen Summe. Er beginnt fast immer mit einer Entscheidung. Und genau diese Entscheidung kann langfristig dein Verhältnis zu Geld, Sicherheit und Freiheit komplett verändern. Schon ein kleiner Schritt heute kann später einen Unterschied machen. Stell dir zwei Menschen vor. Beide verdienen ungefähr gleich viel. Beide arbeiten hart. Beide haben ähnliche Ausgaben. Die erste Person sagt, ich fange später an, erst wenn ich mehr verdiene. Die zweite Person entscheidet sich, jeden Monat 50 € zur Seite zu legen und regelmäßig zu investieren. Am Anfang sieht man fast keinen Unterschied. Nach ein paar Monaten vielleicht auch nicht. Aber nach einigen Jahren beginnt sich etwas zu verändern. Die erste Person hat immer noch gewartet. Die zweite Person hat eine Gewohnheit aufgebaut. Genau das ist der Punkt, den viele unterschätzen. Beim Investieren geht es am Anfang nicht darum, schnell reich zu werden. Es geht darum, eine Routine aufzubauen. Eine Gewohnheit, die mit der Zeit stärker wird. Und genau diese Gewohnheit verändert später dein finanzielles Leben oft mehr als ein plötzlich höheres Einkommen. Kleine Entscheidungen werden mit der Zeit erstaunlich groß. Viele Menschen machen am Anfang denselben Fehler. Sie glauben, sie müssten zuerst alles perfekt verstehen. Sie schauen Videos, lesen Artikel, vergleichen Meinungen und warten auf den richtigen Zeitpunkt. Das Problem ist, je länger sie warten, desto länger passiert gar nichts. Stell dir vor, du willst Sport machen. Würdest du erst anfangen, wenn du alles über Training, Ernährung und Regeneration perfekt verstanden hast? Wahrscheinlich nicht. Du würdest einfach anfangen und unterwegs lernen. Genauso ist es auch beim Investieren. Niemand startet als Experte. Niemand weiß am Anfang alles. Wichtig ist nur, dass du mit kleinen Beträgen beginnst und Erfahrung sammelst. Denn echtes Verständnis entsteht nicht nur durch Wissen, es entsteht durch Handlung, durch kleine Schritte, durch Wiederholung und vor allem durch Zeit. Genau diese Zeit wird später zu einem deiner größten finanziellen Vorteile im Leben. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Stell dir vor, du investierst jeden Monat 50 €. Das klingt für viele Menschen nicht nach viel Geld. Manche denken sogar, das bringt doch nichts. Aber genau hier liegt der Denkfehler. Es geht nicht darum, was in einem Monat passiert. Es geht darum, was in mehreren Jahren passiert. Wenn du jeden Monat investierst, entsteht eine Regelmäßigkeit. Und mit der Zeit beginnt dein Geld zu wachsen. Erst langsam, fast unsichtbar. Aber irgendwann wird aus kleinen Beträgen ein spürbarer Unterschied. Genau das verstehen viele Menschen zu spät. Nicht der perfekte Zeitpunkt ist entscheidend, nicht der große Betrag, sondern die Zeit, die dein Geld bekommt, um für dich zu arbeiten. Und je früher du anfängst, desto größer wird dieser Vorteil. Kleine Schritte gewinnen oft gegen große, aber verspätete Entscheidungen. Wenn dir diese Gedanken gerade helfen und du merkst, dass du Geld plötzlich anders siehst, dann lass jetzt ein Like da und abonniere den Kanal. Hier bauen wir Schritt für Schritt ein echtes Verständnis für Geld, Investieren und finanzielle Freiheit auf. Und wenn du Fragen hast oder willst, dass ich ein bestimmtes Thema genauer erkläre, schreib es mir unten in die Kommentare. Vielleicht geht das nächste Video genau darum. Denn je besser du diese Grundlagen verstehst, desto einfacher werden später deine Entscheidungen. Viele Menschen suchen komplizierte Strategien, aber meistens fehlt ihnen nicht die Strategie. Meistens fehlt ihnen nur ein klarer Anfang. Und genau diesen Anfang bauen wir hier gemeinsam auf. Je früher du beginnst, desto entspannter wirst du später mit Geld umgehen können. Wer heute lernt, bewusster zu denken, trifft morgen bessere Entscheidungen. Und genau diese kleinen Entscheidungen können langfristig einen großen Unterschied machen. Fang heute an und gib dir selbst die Chance, finanziell sicherer und ruhiger zu werden. Vielleicht fragst du dich jetzt, womit soll ich anfangen? Die ehrliche Antwort ist einfach.
Fang mit etwas an, das du verstehst. Du musst nicht jedem Trend folgen. Du musst nicht auf schnelle Gewinne hoffen. Viele Menschen verlieren Geld, weil sie emotional entscheiden. Sie hören etwas im Internet, sehen Schlagzeilen oder folgen einem Hype. Das ist kein Plan, das ist Zufall. Investieren sollte ruhig sein. Klar, langfristig. Stell dir vor, du pflanzt einen Baum. Du gräbst ihn auch nicht jede Woche wieder aus, nur um zu prüfen, ob er wächst. Du gibst ihm Wasser, Zeit und Geduld. Genau diese Geduld ist einer der größten Vorteile beim langfristigen Investieren. Und oft ist Geduld wertvoller als perfektes Timing. Wer ruhig bleibt, trifft meistens bessere Entscheidungen und vermeidet teure Fehler. Gute Investoren handeln nicht aus Angst, sondern aus Verständnis. Je klarer dein Plan ist, desto leichter fällt es dir, auch in unsicheren Momenten ruhig und konsequent zu bleiben. Noch etwas ist wichtig. Viele Menschen glauben, sie müssten erst mehr verdienen, bevor sie anfangen können. Aber oft ist das Gegenteil wahr. Wer früh lernt, mit kleinen Beträgen umzugehen, entwickelt automatisch bessere finanzielle Gewohnheiten. Stell dir zwei Menschen vor. Der erste verdient 2.500 € und investiert jeden Monat 50 €. Der zweite verdient 4.000 € und gibt fast alles aus. Wer ist langfristig besser aufgestellt? Genau darum geht es. Es ist nicht nur eine Frage des Einkommens, es ist eine Frage der Entscheidungen. Geld ist am Anfang oft ein Verhaltensthema. Und genau dieses Verhalten entscheidet später darüber, ob du Vermögen aufbaust oder immer wieder von vorne anfangen musst. Deine Gewohnheiten von heute formen oft dein finanzielles Leben von morgen. Deshalb zählt der erste Schritt mehr als perfekte Bedingungen. Wer früh beginnt, sammelt Erfahrung, gewinnt Sicherheit und trifft später ruhigere Entscheidungen. Genau darin liegt langfristig oft der größte finanzielle Vorteil. Am Ende geht es nicht darum, heute alles perfekt zu machen. Es geht darum, heute den ersten Schritt zu machen. Wenn du heute anfängst, auch nur mit einem kleinen Betrag, lernst du etwas, das dir in den nächsten Jahren einen echten Vorteil geben kann. Genau darum geht es in dieser Serie. Es geht nicht darum, über Nacht reich zu werden. Es geht darum, bessere Entscheidungen zu treffen, Geld bewusster zu verstehen und langfristig ein stabiles finanzielles Fundament aufzubauen. Wer heute anfängt, gibt sich selbst die Chance, später ruhiger, freier und sicherer mit Geld umzugehen. Im nächsten Video sprechen wir darüber, welche Fehler Anfänger am Anfang machen und wie du sie vermeiden kannst. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal. Und jetzt interessiert mich deine Meinung. Investierst du schon oder willst du bald anfangen? Hast du vielleicht schon einen Plan für deine finanzielle Zukunft? Schreib es mir unten in die Kommentare.